Haben Sie nach mir gerufen, Herr? Ja. Setz dich bitte, Sarah. Du bist eine ausgezeichnete Mitarbeiterin. Auf dich ist immer Verlass, Sarah. Vielen Dank, Herr. Ich gebe jeden Tag mein Bestes. Ich weiß, dass deine Mutter schwer krank ist. Und ich weiß auch, dass du eine jüngere Schwester hast. Ja, Herr. Das stimmt. Du brauchst Geld. Das kann ich gut verstehen. Das Leben meint es nicht immer gut mit uns. Ja, Herr. Ich mache mir große Sorgen. Manchmal liege ich die ganze Nacht wach. Deshalb möchte ich dir helfen, Sarah. Sie möchten mir helfen? Aber wie denn, Herr? Allerdings möchte ich dich um etwas sehr Wichtiges bitten. Worum geht es? Ich höre Ihnen zu. Ich möchte, dass du meinen Sohn heiratest. Was? Ihren Sohn heiraten? Ja. Er heißt Pedro. Er ist ein guter, ehrlicher und warmherziger Mensch. Leider ist er sehr schüchtern. Deshalb geben ihm viele Frauen keine Chance. Aber Herr, ich kenne ihn doch gar nicht. Wie soll ich jemanden heiraten, den ich noch nie kennengelernt habe? Das musst du auch nicht sofort. Lern ihn erst einmal kennen. Rede mit ihm. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Das kommt völlig überraschend. Warum gerade ich? Weil du ein guter Mensch bist. Bescheiden, herzlich und mit einem guten Charakter. Genau so eine Frau wünsche ich mir an der Seite meines Sohnes. Ich bin völlig überrumpelt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich werde dir ein Haus schenken. Ich übernehme die Kosten für die Behandlung deiner Mutter. Und ich werde deiner Schwester das Studium finanzieren. Das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, was ich denken soll. Du musst mir jetzt keine Antwort geben. Schlaf eine Nacht darüber. Komm morgen wieder. In Ordnung. Ich denke darüber nach. Morgen bekommen Sie meine Antwort. Gut. Du kannst jetzt gehen. Das ist Klaus. Er ist Sarahs Liebhaber. Er ist ein gerissener und leichtsinniger junger Mann. Das sind Sarahs Mutter und Schwester. Sie leben in einer kleinen, einfachen Mietwohnung. Danke, dass du gekommen bist, Klaus. Du siehst völlig erschöpft aus. Ist etwas passiert? Mein Chef hat heute mit mir gesprochen. Er hat mir etwas Unglaubliches vorgeschlagen. Unglaublich? Was hat er denn gesagt? Er hat mich gebeten, seinen Sohn zu heiraten. Was? Das hat er wirklich gesagt? Ja. Er weiß, wie krank meine Mutter ist. Er weiß, dass sie teure Medikamente braucht. Er weiß auch, dass meine Schwester studieren möchte. Und ich könnte ihre Studiengebühren niemals bezahlen. Mit anderen Worten, er will deine Heirat erkaufen. Er sagt, sein Sohn Pedro sei ein lieber Mensch. Aber weil er so schüchtern ist, lehnen ihn die meisten Frauen ab. Und was hast du ihm geantwortet? Gar nichts. Ich war wie gelähmt. Ich habe nur gesagt, dass ich ihm morgen Bescheid gebe. Und was wirst du tun, Sarah? Ich weiß es nicht, Klaus. Ich liebe dich. Aber meine Familie braucht dringend Hilfe. Dieses Problem erfordert ernsthaftes Nachdenken. Sarah, hör mir zu. Das könnte unsere Chance sein. Unsere Chance? Wie meinst du das? Wenn du ihn heiratest, bekommen wir Geld. Dann haben wir ein Haus, Autos
Bedienstete. Einfach alles. Diese Gelegenheit dürfen wir nicht verstreichen lassen. Klaus, es geht hier um eine Ehe. Das ist kein Spiel und kein schlechter Scherz. Ich liebe dich. Wie soll ich einen anderen Mann heiraten? Du musst ihn doch nicht lieben. Sei einfach freundlich zu ihm. Nimm das Geld. Und später verschwinden wir gemeinsam. Du willst, dass ich ihn belüge? Nein. Ich will, dass wir endlich ein gutes Leben haben. Denk doch an deine Mutter. Sie könnte die beste Behandlung bekommen. Und deine Schwester könnte endlich studieren. Ja. Meine Mutter könnte vielleicht wieder laufen. Und meine Schwester könnte ihren Traum verwirklichen und Ärztin werden. Eben. Also gib ihm eine Chance. Triff ihn. Lerne ihn kennen. Alles Weitere überlegen wir uns später. Irgendwie fühlt sich das falsch an. Vielleicht. Aber manchmal muss man kluge Entscheidungen treffen. Vertrau mir. Das ist unsere einzige Chance. In Ordnung. Ich werde heute Nacht darüber nachdenken. Gut. Du wirst die richtige Entscheidung treffen. Da bin ich mir sicher, Sarah. Sarah, du siehst sehr belastet aus. Was ist los? Herr Müller hat mir ein Angebot gemacht. Was für ein Angebot? Er möchte, dass ich seinen Sohn heirate. Moment mal, was? Das meinst du doch nicht ernst. Doch. Er sagt, Pedro sei ein lieber, aber sehr schüchterner Mann. Und er glaubt, ich wäre die Richtige für ihn. Und was denkst du darüber? Ich weiß es selbst nicht. Ich bin völlig hin und her gerissen. Er hat versprochen, meiner Familie zu helfen, wenn ich zustimme. Sarah, willst du das wirklich in Erwägung ziehen? Du liebst doch Klaus. Klaus meint, ich sollte es tun. Er glaubt, dass es unsere Probleme lösen könnte. Bitte, sei vorsichtig, Sarah. So etwas verändert ein ganzes Leben. Ich weiß. Aber meine Mutter ist schwer krank. Wir haben kein Geld mehr. Ich sehe einfach keinen Ausweg. Geld kann vieles erleichtern. Aber es macht einen Menschen nicht glücklich. Hör auch auf dein Herz. Mein Herz ist müde. Ich will nur, dass meine Familie endlich glücklich wird. Also wirst du diesen Pedro treffen? Ja. Ich möchte ihn wenigstens kennenlernen. Ich will wissen, was für ein Mensch er wirklich ist. Egal, wie du dich entscheidest. Ich bin immer für dich da. Du kannst jederzeit mit mir reden. Danke, Lisa. Das bedeutet mir viel. Sarah hatte keine andere Wahl, als es zu versuchen. Also machte sie sich auf den Weg, um Pedro kennenzulernen. Bist du Sarah? Ja, ich bin Sarah. Und du bist Pedro? Genau. Schön, dass du gekommen bist. Komm, ich zeige dir mein Zimmer. Das ist mein Zimmer. Gefällt es dir? Ja, sehr sogar. Gehören dir all diese Spielsachen? Ja. Ich liebe Spielzeug und Zeichentrickfilme. Schaust du auch gerne Zeichentrickfilme? Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Wir hatten früher nie einen Fernseher. Wir waren sehr arm. Ich habe noch nie einen Zeichentrickfilm gesehen. Das ist wirklich schade, Sarah. Du solltest Zeichentrickfilme schauen. Die sind so lustig. Wir schauen sie einfach zusammen an. Gerne. Ich würde sie mir mit dir ansehen. Danke. Das hat noch nie ein Mädchen zu mir gesagt.
Die meisten Mädchen rennen weg, sobald sie mich sehen. Glaubst du, ich bin ein schlechter Mensch? Nein, Pedro. Du bist ein lieber Mensch. Manchmal sind die Menschen einfach vorschnell und ungerecht. Du bist wirklich klug. Ich mag dich sehr. Ich sage meinem Vater, dass ich dich heiraten will. Würdest du mich heiraten, Sarah? Das weiß ich noch nicht. Das ist in Ordnung. Lass dir alle Zeit, die du brauchst. Aber Freunde sind wir jetzt, oder? Ja. Freunde sind wir. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.